In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Chromhelm sprüht. Hallo, mein Name ist Anja, Airbrush Genial. Genial, einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Wir starten mit Pinselarbeit. Dafür nehme ich ein verdünntes Schwarz mit Medium. Also sprich 2 Tropfen Schwarz habe ich verwendet, 8 Tropfen Wasser, 2 Tropfen Medium. Ich nehme einen Pinsel von Da Vinci mit 0er Stärke. Mit dem Pinsel ziehe ich jetzt alle Außenlinien nach vom Helm, damit ich mir das jetzt hier einfacher mache und nicht unbedingt alles sprühen muss, weil es ziemlich klein dargestellt ist. Ich arbeite auf einem DIN A3 Karton auf dem Artboard. Da kann ich wieder besonders gut drauf radieren, weil Chrom hat auch viel mit Radierarbeit zu tun. Ihr werdet das gleich auch feststellen. Deshalb bleibt auch unbedingt dran, damit ihr keine Details jetzt hier verpasst. Ja? Ich werde auch viel mit dem rosafarbenen Tesa-Band arbeiten, um Stellen abzukleben, um scharfe Konturen zu bekommen. Genau das ist auch sehr wichtig bei Chrom. Ne? Das ist weniger meine Lieblingsaufgabe hier, ne? Allerdings kommt man beim Chrom nicht drum herum, wichtige Partien eben abzukleben, damit man scharfe Kanten bekommt. Ihr seht das Video wieder in 10-facher Geschwindigkeit. Ich habe wieder ein paar Stunden damit verbracht, um den Chromhelm zu sprühen, und vor allem auch die Pinselarbeit, die hält auch dementsprechend natürlich auf. Damit ihr hier auch keine wichtigen Detailarbeiten verpasst und das Endergebnis nicht verpasst, bleibt unbedingt dran, ja? Damit ihr auch den Entstehungsprozess vom Chromhelm genauestens nachvollziehen könnt. Zudem bekommt ihr auch die Auflösung, was ich nächste Woche dann auch wieder brushe für euch. Also bleibt dran! Bei der Pinselarbeit habe ich hier eine kleine Palette liegen, in der ich auch einmal die Farbe mixe. Also das heißt, ich habe einmal hier Wasser vorliegen, einmal die pure Farbe mit dem Medium und dann noch einen dritten Bereich, wo ich dann das Medium mit der Farbe und mit dem Wasser einmal vermische. Dazu habe ich hier immer ein Küchentuch liegen, damit ich, bevor ich mit der Pinselarbeit hier starte, immer die Pinselspitze mit dem Küchentuch einmal abtupfe. Das heißt, ich gehe niemals mit einer komplett feuchten Pinselspitze auf mein Werk und arbeite dann damit, sondern tupfe immer die Pinselspitze in dem Zewa-Tuch bzw. in dem Küchentuch einmal ab. Dieses Farbgemisch behalte ich jetzt auch bei, also damit wird der komplette Helm jetzt einmal quasi geairbrushed, also mit demselben Farbgemisch. Und jetzt seht ihr, klebe ich auch die ersten Bereiche vom Helm ab. Hier ist es sehr wichtig, dass ich akkurat arbeite, also sprich den Ausschnitt, den setze ich wirklich komplett fein auf der Außenlinie von der Partie, also hier in diesem Fall von der Windschutzscheibe vom Helm, damit ich jetzt hier auch keine unschönen Kanten habe, beziehungsweise weißen Kanten habe. So als Pro-Tipp, klebt immer wirklich nur die Partie ab und drumherum legt einfach Papier, damit ihr das Werk vor Sprühnebel einfach schützt. Macht die Kante allerdings nicht zu klein, weil ansonsten kann es trotzdem sein, dass Sprühnebel eben unter dem Papier wandert, und das wollen wir natürlich vermeiden. Früher habe ich immer komplett den Helm mit Maskierfilm abgeklebt, ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber so finde ich das geschickter, denn immer wenn ich hier auch mit Maskierfilm arbeite, ist die Gefahr eben groß, dass ich mir den Karton eben zerreiße, beziehungsweise eben die Farbe, die wieder drauf klebt, beziehungsweise drauf aufgetragen habe, wieder runterreiße. Und deshalb arbeite ich hier mit diesen Sektionen sozusagen, ja,
und gehe das Schritt für Schritt und klebe wirklich die einzelnen Teile einmal ab, die ich jetzt dann auch wirklich nur sprühen möchte. Ich werde die Kanten hier auch noch mal ein bisschen bearbeiten, weil das ist noch nicht so akkurat geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier seht ihr einmal, dass ich das mit einer losen Schablone noch mal ein bisschen sprühe, aber jetzt gehe ich auch ein bisschen Freihand dran. Hier diese feinen Linien zu sprühen, gehe ich jetzt auch dicht zum Maluntergrund dran, ja? Damit ich jetzt auch möglichst wenig Sprühnebel habe und natürlich die Linien halt akkurat sprühen kann. Auch hier gilt wieder, wenn ich feine Linien sprühen möchte, gehe ich dichter dran zum Maluntergrund mit der Airbrush-Pistole. Möchte ich eher Verläufe sprühen, wie jetzt hier, dann gehe ich weiter weg mit der Airbrush-Pistole. Jetzt ist es auch nicht schlimm, dass ich über die Kanten ein bisschen sprühe, weil den Helm werde ich anschließend sowieso nochmal komplett abkleben, ja, damit es eine spätere knackige Außenkontur gibt vom Helm. Ja, jetzt habe ich auch so ein bisschen schon mit Verlauf gearbeitet. Also vorne ist der Helm relativ dunkel, rechts hat er eher eine Helligkeit. Jetzt kommt hier am Mundstück die Aussparung oder die Luftschlitze, wie immer auch man das nennen mag. Genau, und hier unten den Rand sprühe ich jetzt nochmal, genauso wie oben. Da gehe ich jetzt aber auch wieder dichter dran, um die feinen Linien einmal von der Pinselarbeit zu übersprühen, damit das auch wieder ein zusammenhängendes Werk ergibt. Hier variiere ich auch mit dem Abstand, wie ihr merkt. Also einmal gehe ich dichter wieder dran und einmal arbeite ich dann wieder an einem Verlauf und gehe weiter weg. Und ich helfe mir hier auch mal mit einer Schablone, mit einer losen. Die ist ganz hilfreich, wenn ich knackigere Kanten haben möchte. Dann klappt das auch besser. Über dem Visier ist das genau dasselbe Prinzip. Das heißt, ich gehe da auch wieder näher dran. Dort, wo ich mit den Pinselarbeiten einmal drüber genebelt habe, werde ich jetzt einmal wieder mit der Airbrush-Pistole das Ganze bearbeiten. Und jetzt werde ich hier auch einmal das Ganze korrigieren. Überall da, wo das jetzt nicht so akkurat war mit dem Maskierfilm, werde ich das Ganze jetzt nochmal korrigieren mit der Airbrush-Pistole. Ich werde gleich auch noch ein bisschen das Ganze ausradieren, damit es dann wieder eine schärfere Kante gibt. Für die Radierarbeiten nehme ich zwei Radierer, einmal den Faber-Castell, den weichen Radierstift mit rosafarbener Seite und einmal den Tombow Eraser Mono Zero für feinere Konturen. Da ich diesmal im Farbgemisch Medium verwende, sorge ich auch dafür, dass ich flott radiere, damit die Farbe gar nicht durchtrocknet und ich ein Problem habe, die Farbe wieder runterzukriegen. Medium habe ich nur verwendet, damit ich hier gut auch mit dem Maskierfilm bzw. mit dem rosafarbenen Tesafilm arbeiten kann. Für das gesamte Werk nutze ich meine Toricon mit 0,3er Düse, also meine Airbrush-Pistole. Das ist einfacher, vor allem bei dem Farbgemisch, auch mit dem Medium, damit die Pistole auch jetzt nicht so häufig fest sitzt und ich die so häufig zwischenreinigen muss, habe ich da eine relativ größere Düse genommen. Anfangs hatte ich auch Schwierigkeiten mit der Toricon. Ich muss gestehen, ich habe die letzte Mal nicht richtig sauber gemacht. Ich habe da so viel Krümel aus der kleinen Düse rausgeholt. Ne? Das ganze Küchentuch war voller schwarzer Pigmente noch. Und ich habe mich gewundert, warum sprüht denn die Pistole nicht? Ne? Also wenn ihr sowas mal habt, achtet auch am besten mal darauf, dass ihr die vorher nochmal inspiziert, die Pistole, und schaut, ob die wirklich auch sauber ist. Ja, jetzt fange ich auch mit den Radierarbeiten hier nochmal an, vor allem auch die Verläufe, die radiere ich jetzt hier einmal aus. Ich arbeite hier nicht mit so großem, starken Druck, sondern eher leichten Druck. Es sei denn, das sind wirklich die ganz krassen Helligkeiten, dann arbeite ich dann natürlich mit starkem Druck. Aber jetzt hier rechts im Bild beispielsweise, wo der Helm einfach nur eine Reflexion hat,
Da habe ich eher weniger Druck genommen. Chrom lebt hier von Licht und Schatten, das heißt, es ist auch hier wieder ein Wechselspiel von Radierarbeiten und von Übersprühen wieder. Berücksichtigt nur dabei, wenn ihr etwas ausradiert, dann wird die Stelle auch anders aussehen, wenn die wieder übersprüht wird. Das heißt, immer da, wo ihr radiert, seht ihr das dann auch gleich, dass ihr da auch radiert habt. Soll also eine Oberfläche ziemlich glatt bleiben, ja, ohne dass da irgendwelche Radierspuren sind, berücksichtigt das bitte bei der Planung, weil ihr könnt es ja leider nicht rückgängig machen. Ja, um jetzt die einzelnen Rillen auszuarbeiten und die Feinheiten auszuarbeiten, da nehme ich jetzt hier auch diesen Präzisionsradierer, den Mono Eraser oder Zero Eraser von Tombow und arbeite das Schritt für Schritt aus. Der ist gut einfach dafür, weil der eine ziemlich kleine Radieroberfläche hat, dieser Stift, und daher kann man auch sehr präzise damit arbeiten. Weiter geht es jetzt hier an der Seite, da radiere ich jetzt auch die einzelnen Strukturen aus und vor allem die Lichteffekte, und jetzt gehe ich das Ganze einmal auch nochmal mit der Airbrush-Pistole drüber, beziehungsweise übernebel das mit der Airbrush-Pistole. Hier gehe ich auch wieder relativ dicht dran, um die einzelnen Kanten zu sprühen, um auch möglichst wenig Sprühnebel zu haben. Auch hier bei den einzelnen Knöpfen, wie man es auch nennen mag hier, oder bei den einzelnen Noppen, ja, da gehe ich auch relativ dicht dran mit der Airbrush-Pistole. Jetzt sieht das auch noch nicht so reflektierend aus. Das wirkt erst gleich sehr gut, wenn ich dann wieder anfange zu radieren. Dann kommt es auch ein bisschen oder viel besser raus und reflektiert auch. Immer wenn ich ein bisschen ausradiert habe, übersprühe ich das meistens dann auch wieder direkt, damit das wieder eine zusammenhängende Struktur hat. Und hier die einzelnen Rillen von diesem Einstellungsknopf, die radiere ich jetzt hier gerade einmal aus und werde die aber auch gleich nochmal, also die Dunkelheiten in den Zwischenräumen auf jeden Fall nochmal sprühen. Wenn ihr euch am Anfang noch nicht so sicher seid mit der Airbrush-Pistole und ihr noch relativ am Anfang steht, beziehungsweise noch nicht die eine oder andere Linie immer sofort trefft, dann könnt ihr das natürlich ja auch mit dem Pinsel weiter bearbeiten oder noch besser sogar mit einem Stift. Ne, ich habe ja auch zwischendurch die Aquarellstifte von Faber-Castell verwendet. Die sind für diese Zwecke natürlich hervorragend, weil das Gute ist, ihr könnt über diesen Stift, wenn ihr eine Linie mit diesen Aquarellstiften von Faber-Castell eben gezeichnet habt, mit dem Pinsel da drüber gehen, und dann sieht es wirklich so aus, als hättet ihr eine feine, säuberliche Pinselstrich eben gemacht. Also die eignen sich für solche Arbeit hervorragend. Einziger Nachteil ist, ne, ihr solltet die, wenn dann auch, oder wenn es geplant ist, dass ihr die euch anschafft, ja, auch häufig nutzen, weil die nicht günstig sind. Ne? Also ich nutze die ehrlich gesagt zu wenig tatsächlich, ne? Aber ich habe damals auch den richtig großen Kasten geschenkt bekommen. Ich habe mich total gefreut darüber. Ne? Und ja, da ist gefühlt wirklich jede Farbe drin. Ja, die habe ich wahrscheinlich auch bis zu meinem Lebensende sozusagen, die Farben. Jetzt oberhalb des Visiers gehe ich jetzt auch nochmal mit der Airbrush-Pistole über die Linie, über diesen Pinselstrich drüber, damit das auch wirklich so aussieht, als wäre da ziemlich großer Schatten durch eine Vertiefung eben. Und jetzt klebe ich auch die einzelnen Sachen, wollte ich jetzt hier wieder sagen, auf jeden Fall die einzelnen Linien und Reflexionen von der Helmmitte bzw. oberhalb des Helms ab, damit ich diese auch einmal sprühen kann. Ist dieselbe Technik wie vorhin auch.
wenn ihr Teile hier abklebt oder einzelne Partien abklebt, achtet nur darauf, wenn ihr das nachmacht, dass ihr nicht zu feucht werdet bzw. zu nass sprüht, weil dann kann es sein, dass die Farbe unter den Maskierfilmen läuft. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, also das heißt, lieber mit mehreren Schichten arbeiten und Geduld haben, bevor ihr einfach zu nass werdet, zu feucht werdet, ja, und alles unter dem Maskierfilm läuft. Wie immer verlinke ich euch alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und freue mich darüber. Für all diejenigen, die das schon bereits machen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, wie gesagt, darüber sehr. Noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr über die Affiliate-Links bestellt, habt ihr dadurch keinen finanziellen Nachteil. Kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Tutorial gefallen hat und ihr grundsätzlich an der Aerobrush-Technik interessiert seid, dann abonniert den Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ihr unterstützt dadurch mich und meine Arbeit hier und natürlich auch den Kanal. Also abonnieren nicht vergessen und ihr habt was davon. Ihr verpasst dadurch auch keine Videos. Ja, jetzt habe ich dem Helm noch so ein kleines Pflaster aufgeklebt. Auf jeden Fall soll das hier eine Reflexion noch darstellen, damit die jetzt nicht zu extrem raus scheint, habe ich die jetzt auch noch mal ein bisschen übernebelt mit der Airbrush-Pistole. Dann wirkt das einfach wieder schicker und zusammenhängend. Ja, und jetzt geht es weiter mit der Radierarbeit. Da der Hintergrund auch ziemlich dunkel ist, werde ich den Helm jetzt so einen Schein quasi ausradieren, also einmal drumherum mit dem weichen Radierer drumherum radieren sozusagen. Ja, ihr werdet gleich sehen auf jeden Fall, was ich meine. Ja, und jetzt kommen wir zu den ganzen Feinheiten hier von diesem Regler. Da habe ich jetzt die Rillen ein bisschen nachgeairbrushed. Wie gesagt, wenn das bei euch noch nicht so funktioniert und ihr noch am Anfang der Technik seid, dann könnt ihr das natürlich auch mit dem Stift oder mit einem Pinsel machen. Das geht natürlich auch. Ja, und damit das wieder plastisch wirkt, habe ich dann auch direkt nachradiert bei dem Regler, damit die einzelnen Furchen quasi da gut rauskommen. Also wieder hier die Gegensätze, die sind ganz wichtig bei Chrom. Licht und Schatten nicht vergessen, damit die Reflexionen auch gut rauskommen. Und hier oben im Helm ebenfalls, da gehe ich jetzt auch nochmal die einzelnen Reflexionen rüber mit dem Radierer. Auch ich hole mir jetzt gerade mal ein bisschen Hilfe mit einem Bleistift, gehe jetzt auch einzelne Konturen, also wirklich sehr feine Konturen nochmal nach, damit die einfach schärfer und akkurater aussehen. Genau, und jetzt geht es dann einmal direkt wieder weiter mit dem Jelly Pen, was ich vorhin angekündigt habe. Die krassen Helligkeiten, die werde ich jetzt einmal mit dem Jelly Pen auftragen. Ich werde das allerdings auch gleich wieder dann ein bisschen anpassen, also mit der Sprühpistole auch wieder einmal übersprühen, damit das jetzt nicht zu aufgetragen aussieht. So, und wie vorhin erwähnt, gehe ich jetzt nochmal mit der Airbrush-Pistole drüber. Alle scharfen Konturen werde ich jetzt nochmal nachsprühen, damit es auch die gewisse Schärfe bekommt sozusagen. Und jetzt hier auch nochmal die Schattenpartien unter dem Helmrand sozusagen und dann gleich auch mal wieder ein bisschen ausradieren. Jetzt klebe ich einmal den Helm von der Außenkontur einmal komplett ab. Hier habe ich mich aber auf jeden Fall dafür entschieden, dass ich das einmal mit dem rosafarbenen Tesa mache. Also das ist dieses sensitive Tesa, was hoffentlich jetzt nicht die Farbe abreißt. So, und jetzt einmal zur Auflösung. Geplant für nächste Woche ist entweder, ihr habt zwei Möglichkeiten, zwei Optionen, dass ich einen Zombie sprühe, das ist Option A, oder ich sprühe einmal Chrombuchstaben. Hinterlasst es mir mal in den Kommentaren, was ihr euch dann eher wünscht.
Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn ihr noch immer nicht genug habt von der Airbrush-Technik und weiter auf jeden Fall euer Skill ausarbeiten möchtet, dann bleibt unbedingt dran und schaut euch hier die tollen Tierporträts an. Viel Spaß dabei und ich sag mal bis gleich. To the mountain.